Es ist wieder soweit und wir schauen uns heute wieder ein paar Designcodes an. Thema dieses Videos sind Wegumrandungen bzw. auch Beetumrandungen. Das kann man halt für beides verwenden oder natürlich auch für andere Dinge, so wie ihr das machen möchtet. Die Kategorisierung findet nur hier statt, damit wir das alles besser aufteilen können und wissen, wo wir welches Design finden. Also feel free und macht mit den Designcodes, was ihr möchtet. Wie gesagt, werden wir uns heute diese wunderschönen Umrandungen anschauen. Da gibt es auch so eine riesige Auswahl an verschiedenen Umrandungen, die einfach die Wege, also die Standardwege in Animal Crossing nochmal ein bisschen aufpeppen. Also die kann man jetzt logischerweise nicht auf andere Designcode-Wege legen, aber auf diese Standardwege kann man die auf jeden Fall drauflegen. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist, dass dadurch der Sound von dem Weg darunter verloren geht. Also wenn ihr so jemand seid wie ich, dem das wichtig ist, dass es schöne Geräusche macht, wenn man drüber läuft, dann solltet ihr das vielleicht nicht verwenden. Aber wenn es euch einfach nur um das Optische geht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier bedienen. Da gibt es auch zu allen möglichen Wegen, also zu allen Farben und Versionen von den Wegen, die wir verlegen können, gibt es passende Umrandungen. Und wie ich euch das auch hier zeigen werde, kann man die auch ganz einfach als Beetumrandungen nehmen. Egal, ob ihr jetzt in die Mitte noch vielleicht einen Erdpatch macht oder ob ihr das einfach auf das Gras macht, um das alles so ein bisschen abzutrennen und dann da irgendwie so ein kleines Beet reinzubauen. Das könnt ihr so vielfältig verwenden, wie ihr möchtet. Und ich persönlich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Option, um den Wegen noch mal ein bisschen Pep zu geben. Diese Wege, vor allen Dingen auch also diese Umrandungen und vor allen Dingen halt auch diese, die wir uns jetzt anschauen, wo ich euch zeige, was das für einen Effekt ergibt. Die gibt es eigentlich schon seit Anfang an, also diese Umrandungen hier speziell, ich glaube, die sind von der Designerin Melissa. Die habe ich schon vor 2 Jahren gesehen und es gibt natürlich auch neuere, ältere und natürlich hoffentlich für jeden etwas. Und wie ihr hier sehen könnt, kann man die so verwenden, wie man das möchte. Also egal ob jetzt vom Stil her oder auch von der Größe her. Ihr müsst nur gucken, wie viele Design-Slots ihr dafür verwenden wollt. Also hier zum Beispiel bei Melissa, wir werden uns gleich auch nochmal den Design-Code anschauen. Da gibt es irgendwie gefühlt 50 Slots für ein komplettes Umrandungsset, sagen wir mal. Da gibt es innere Ecken, äußere Ecken, also wirklich alles Mögliche, sodass, wenn ihr die Wege irgendwie formt, dass ihr da wirklich in jede Ecke nochmal so einen Rand machen könnt. Also da wurde wirklich an alles gedacht, das passt zu allem. Und genau so wird es auch mit den anderen Umrandungen sein. Da gibt es wirklich, wie gesagt, für alle etwas. Und wenn ihr zum Beispiel, wie hier, ich wollte jetzt nicht 20 Designcodes runterladen, irgendwelche Fehler habt, beziehungsweise irgendwelche Lücken habt, dann könnt ihr natürlich immer damit arbeiten, dass ihr einen Busch da reinstellt, dass ihr eine Kiste da reinstellt, Blumen reinpflanzt und so. Damit kann man auch so fehlende Ecken sehr gut kaschieren. Also man kann da immer so ein bisschen improvisieren. Da braucht man dann auch nicht alle 20, 30 Slots, sondern wie in dem Fall habe ich, glaube ich, jetzt nur 6 Slots verwendet. Aber macht das auf jeden Fall so, wie ihr das möchtet. Und hier könnt ihr direkt einmal die Designcodes sehen, beziehungsweise auch die verschiedenen Versionen von Melissas Rand. Es gibt eine Halloween-Version, es gibt die Terrakotta-Version, die wir gerade verwendet haben, dann die für Backstein und auch eine graue Version, die man sowohl für die Pflastersteine als auch für diese Cobblestones verwenden kann. Und wie ihr sehen könnt, ist das super komplex. Es gibt für jede Ecke, für jede Möglichkeit, für jede Rundung gibt es ein Design, was man dann verwenden kann, sodass das dann auf jede Weggestaltung passt. Hier haben wir jetzt so einen Steinkreis bzw. so einen Steinbordstein, den man eher, würde ich mal sagen, für Beete oder wie hier für Bäume und für den Steingarten verwenden kann. Hier haben wir auch eine wunderschöne Version, gemeinsam mit so kleinen Stepping Stones in einer wunderschönen gedeckten Farbe mit ein bisschen Unkraut drumherum. Das gefällt mir auch sehr gut. Und hier haben wir auch nochmal wieder ein etwas komplexeres Design, beziehungsweise auch verschiedene Versionen von diesem, was ich schon eher als Beetdesign oder Beetkante bezeichnen würde, weil das schon so ein bisschen höher ist als das, was wir eben verwendet haben. Auch wieder für alle Versionen vom Weg verwendbar und es gibt sogar noch Blumenbeete, die dazu passen, die man dann auch noch verwenden kann. Also sieht auch wieder sehr, sehr hübsch aus. Hier haben wir dann ein etwas einfacheres Design mit Außenkanten und Innenkanten und dann auch noch Blättern in der Mitte und auch einen passenden Bordstein dazu. Es gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und dazu gibt es auch noch eine Kirschblüten
Regenversion und eine Winterversion. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da ist bestimmt auch etwas für eure Insel dabei. Und da braucht man auch nicht so viele Slots wie jetzt zum Beispiel bei dem von Melissa oder dem, was wir davor gesehen haben. Hier, das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Das ist auch wieder ein Design, was nur aus wenigen Slots besteht. Auch mit der Holzkante in der Mitte. Hier haben wir so ein bisschen beigefarbene Umrandungen mit den runden Ecken und auch mit den inneren und äußeren Seitenlinien. Und hier, das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Das würde man eher auf den Weg legen, dass man quasi so eine Umrandung auf dem Weg selber hat und nicht am Rand. Das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Also vor allen Dingen auch mit diesem Design und so weiter. Das macht nochmal die Wege so ein bisschen edler. Da kann man auch rumexperimentieren. Es gibt innere und äußere Kanten. Hier haben wir dann auch wieder verschiedene, ich würde das jetzt auch wieder so Umrandungen bzw. Beetränder nennen, weil die auch so wieder so ein bisschen höher gemauert wurden, sagen wir das mal. Und da gibt es auch wieder verschiedene Farben, sodass das dann zu der eigenen Insel passt. Hier haben wir auch nochmal so Umrandungen mit so Gullis in den Ecken. Das finde ich auch richtig nice für so Stadtinseln, vorausgesetzt man verwendet natürlich dann die normalen Wege und nicht so Stadtwege. Und hier, was mir hier auch gut gefällt, sind natürlich die Wasserdesigns, aber darum geht es nicht, das sehen wir noch in einem anderen Video. Hier haben wir dann auch so ganz einfache graue Wegränder, also die könnte man dann halt auch nur für die Pflaster oder für die Cobblestones verwenden. Also jetzt eher ist da nichts für das Rote dabei. Hier haben wir dann unten links in der Ecke diese Blumen. Also das ist ja einfach nur so ein Strichblümchen. Das kann man auch sehr hübsch verwenden, um vielleicht auf einer Fairycore so einen Weg einzurahmen. Man müsste mal schauen bei dem Designcode, ob es da auch runde Ecken gibt. Und hier haben wir so eine etwas dünnere Version von einem Wegrand für die roten auch mal wieder. Auch innere und äußere Ecken. Und hier, das ist ein relativ altes Design. Das gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Das ist dann auch eher für die roten Wege gedacht. Speichert euch unbedingt die Designcode-Katalog-Playlist ab. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Discord in den entsprechenden Channel Designcodes reinschicken, wenn ihr wollt, dass die auch in dem nächsten Video vorkommen. Schreibt in die Kommentare, welche Designs ihr als nächstes sehen möchtet. Folgt mir auf Twitch, auf Instagram und abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, um kein Video zu verpassen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.